Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ich bin Daniel Taborek von Perspektive Ausland und heute spreche ich mit einem sehr interessanten Gast, mit Dr. Gabor Waldmann, über Ungarn. Also Ungarn, was weiß man über Ungarn? Ungarn ist ein wunderschönes Land im Zentrum Europas. Budapest als Hauptstadt, haben wir gelernt schon in der Schule. Eine wunderschöne Hauptstadt, wird ja durch die Donau geteilt, aber es gibt auch noch andere Dinge, die man weiß. Auch darüber wollen wir uns heute unterhalten. Beispielsweise allein im letzten Jahr wanderten offiziell 1500 Deutsche nach Ungarn, also grob gerundet, aus. Und es kamen nur 500 reichlich zurück. So, das heißt, offenbar gefällt es auch eine ganze Reihe Deutscher in Ungarn. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie kann man sich das Leben in Ungarn vorstellen? Wie kommt man nach Ungarn? Ist das einfach? Ist das schwierig, dort einen Aufenthalt zu beantragen? Für wen macht eine Auswanderung nach Ungarn zum Beispiel Sinn? Wir wollen natürlich auch über das Thema, also über den beruflichen Aspekt sprechen. Ganz konkret Unternehmensgründung. Gibt es vielleicht spezielle Branchen, für die Ungarn als Unternehmensstandort auch interessant ist? Leute, die nach Ungarn auswandern, generell in ein Land auswandern, die wollen auch wissen, wie sieht es denn mit dem Lebensstandard aus, mit dem Gesundheitssystem und natürlich, immer wieder wichtig, auch für unsere Mandanten, die steuerliche Situation. Und auch solche Themen wie zum Beispiel, falls wir darüber sprechen können, Krypto, wie steht Ungarn eigentlich zu Kryptowährung, zu Krypto-Business, ist Mining erlaubt beispielsweise und so weiter und so fort. Also, Herr Dr. Waldmann, stellen Sie sich doch an der Stelle jetzt am besten mal unseren Zuschauern und Zuhörern vor, bevor wir dann so richtig in die Tiefen einsteigen. Okay, danke schön. Ich grüße Sie und die Zuhörer und vielen Dank für diese Einladung. Mein Name ist Gabor Waldmann. Ich bin in Ungarn geboren, in Szeged. Szeged ist eine Großstadt hier in Südungarn, neben der serbischen und rumänischen Grenze. Meine Muttersprache ist Ungarisch. Ich habe Deutsch in der Schule gelernt, obwohl die Muttersprache meines Großvaters noch Deutsch war. Nach meinem Abitur in 1997 bin ich nach Köln gegangen, wo ich auch noch einen Sprachkurs an der Fachhochschule Köln besucht habe. Und nachher habe ich angefangen, Jura zu studieren in Bonn. Und nach einem Jahr, weil also Jura ist sehr landspezifisch, deshalb habe ich überlegt, was ich in der Zukunft machen soll, wo ich leben möchte. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich lieber in Ungarn leben werde. Also hier habe ich besser mein Leben vorstellen können. Und mein Studium habe ich hier fortgeführt und dann mein Diplom erhalten in 2004. Damals habe ich angefangen, bei einer Rechtsanwaltskanzlei als Rechtsreferendar zu arbeiten. Und ich habe auch eine Stelle an der Universität hier in Szeged erhalten, wo ich Arbeitsrecht unterrichte, noch heute auch. Bis 2009 habe ich als Rechtsreferendar gearbeitet. Nachher haben wir mit meinem Partner eine Anwaltskanzlei gegründet. Wir waren ganz am Anfang zu zweit. Mittlerweile sind wir schon zu 10. Wir haben eine Rechtsanwältin schon. Sie arbeitet schon mit uns. Und die anderen, also noch 7 Kollegen, die sind noch Rechtsreferendare. Wir beschäftigen uns, man könnte sagen, dass wir außer Strafrecht uns mit allen Rechtsbereichen beschäftigen, aber ganz genau Gesellschaftsrecht, Zivilrecht und Arbeitsrecht. Dank der Sprachkenntnisse unserer
Mandanten. Ja, in der Kanzlei bin ich der Einzige, der auf Deutsch spricht, aber wir haben auch sehr viele deutschsprachige Mandanten, die sind sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen. Wie Sie es erwähnt haben, Privatpersonen kommen ganz gerne nach Ungarn und kaufen hier Grundstücke, Immobilien. Und wir können damals, also im Zusammenhang mit solchen Verträgen, hilflich sein. Es gibt auch sehr viele deutsche Unternehmen, die hier in Ungarn investieren. Entweder gründen sie hier ein ungarisches Unternehmen oder sind als eine deutsche GmbH oder AG hier tätig. Wir haben hier eventuell Angestellte, die in Ungarn arbeiten, aber das Gehalt aus Deutschland bekommen. Wir haben eine deutschsprachige und eine englischsprachige Webseite. Das ist ziemlich einfach zu finden. Das ist ungarische Rechtsanwalten.de und hungary-lawyer.com. Also wenn man auf Deutsch oder auf Englisch den Kontakt mit uns aufnehmen möchte, dann ist das ziemlich einfach. Ja, das ist kurz über unsere Kanzlei. In den letzten 13 Monaten habe ich eigentlich in Deutschland gearbeitet im Rahmen einer Projektarbeit, aber diese Arbeit ist vor 1-2 Wochen beendet worden. Also jetzt konzentriere ich mich jetzt wieder auf unsere Anwaltskanzlei und auf diese Tätigkeit. Ja, klasse. Vielen Dank für die kurze Einführung und Vorstellung. Jetzt fangen wir vielleicht mal mit einer ganz einfachen, aber wichtigen Frage an. Und zwar, was spricht, wenn Sie das so ganz kurz zusammenfassen müssen, also waschen, schneiden, föhnen, so richtig so als Kurzzusammenfassung, was spricht für Ungarn? Warum sollte man nach Ungarn auswandern? Also, und was sind das so für typische Leute, die nach Ungarn auswandern überhaupt? Also in der Kurzform, wir gehen ja nachher noch auf Einzelheiten ein. Ja, klar. Ich würde mal sagen, wenn man aus Westeuropa kommt, Ungarn ist immer noch sehr günstig. Also wenn man von dieser Hinsicht das Land betrachtet, dann ist das Ungarn noch günstig. Ungarn ist mittlerweile ein sehr schönes und modernes Land geworden. Wir sind seit 2004 ein Teil der Europäischen Union. Das ist eigentlich der wichtigste Vorteil. Ich denke, dass wenn man aus Westeuropa kommt, wie gesagt, das Land ist günstig, die Dienstleistungen sind sehr korrekt, sehr modern und bezahlbar. Mhm. Schön. Wie kann man sich denn jetzt das Leben vorstellen in Ungarn? Also Sie haben selber erzählt, Sie haben ja regelmäßig häufig auch jetzt erst wieder in Deutschland zu tun. Und wenn man jetzt so von Deutschland nach Ungarn kommt, was fällt einem da so positiv oder negativ auf oder fällt einem gar nichts auf? Also wie kann man sich so den Lebensstandard und das Leben allgemein vorstellen? Außer dass Sie gerade gesagt haben, man ist positiv überrascht, dass die Kosten vielleicht niedriger sind. Aber was gibt es sonst noch? Tja, ich würde mal sagen, hier kann man ein ziemlich ruhiges Leben genießen. Also Ungarn ist nicht so hektisch. Ungarn ist eigentlich in Mitteleuropa und das im guten Sinne, das ist nicht so hektisch wie zum Beispiel Westeuropa und auch nicht so ruhig wie zum Beispiel im Balkan zu leben. Das ist so man bekommt alles. Ja, also dass die Dienstleistungen und das Leben auf jeden Fall günstiger ist als in Westeuropa. Das sehe ich auch, weshalb diese deutsche beziehungsweise die Personen aus dem deutschsprachigen Gebiet nach Ungarn sehr gerne kommen. Die Immobilien sind viel günstiger als in Westeuropa. Natürlich die Preise steigen hier auch wie ganz allgemein auf der Welt, aber hier kann man
Immobilien, Grundstücke für viel weniger Geld kaufen als in Westeuropa. Man kann finden, was man will. Also ich treffe sehr viele Rentner, die nach Ungarn kommen und hier ein Grundstück kaufen. Und mittlerweile gibt es hier in Dörfern sehr viele deutschsprachige Personen. Also es gibt schon einige Dörfer, wo man langsam nur auf Deutsch spricht. Also ich denke, das ist ein sehr großer Vorteil. Verstehe. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, da müssen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern mal sagen, also was muss man denn so im Portemonnaie haben, wenn man zum Beispiel ein Einfamilienhaus mit mittlerem Grundstück kaufen möchte? Ja, Also wie hoch ist die Investition dann? Es hängt natürlich davon ab, wo man Immobilien kaufen möchte. Aber ich kann natürlich über diese Kaufverträge sprechen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Eine landwirtschaftliche Fläche mit einem kleinen Haus kann man zwischen 50.000 Euro und 100.000 Euro schon mal erwerben. Natürlich in den Städten sind die Preise ein bisschen höher, aber zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter kann man Wohnungen und Häuser kaufen. Jetzt, also Immobilienpreise haben wir verstanden, klingt interessant. Jetzt gibt es auch immer mehr Mandanten, die Vermögen aus Gründen der Vermögenssicherung Investitionsmöglichkeiten suchen. Und jetzt hatten Sie auf der einen Seite schon erwähnt, klar, es ist also in Ungarn offensichtlich günstig, zum Beispiel dort ein Haus oder ein Apartment zu kaufen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch noch andere oder kennen Sie auch noch andere interessante Investitionsmöglichkeiten? Momentan ist ja gerade auch im Bereich Agrar, also Land, eine große Nachfrage auch, dass Leute zum Beispiel Investitionen suchen. Also ist Ihnen da was bekannt? Gibt es da günstige Angebote auch in Ungarn? Also Okay. ja, im Bereich also Agrarinvestitionen, dort sehe ich auch, dass viele Personen solche Grundstücke kaufen, die auch aktuell sehr günstig sind. Aber das ist jetzt also eine ausländische Person beziehungsweise nur EU-Bürger dürfen solche Grundfläche kaufen, aber das ist jetzt begrenzt. Also höchstens 1 Hektar darf man als EU-Bürger erwerben beziehungsweise kaufen. Ja, also diese Grundflächen sind normalerweise größer. Natürlich ist es erlaubt, dass eine Familie, die aus 3, 4 Personen besteht, dann insgesamt 4 Hektar kaufen. Die sind solche Grundstücke sind ja auch günstig. Also ich hatte jetzt gerade diese Woche Mandanten gehabt, die 2,5 Hektar für 11.000 Euro gekauft haben. Also solche Flächen kann man auch finden und kaufen und man kann. Und wie hat das funktioniert, weil Sie gerade gesagt haben, man darf nur 1 Hektar kaufen? Die sagen, die haben 2,5 Ja, gekauft? die Familie, also das Ehepaar und das Kind haben jetzt so das Eigentum erworben in diesem Fall. Also, interessant. ja, also das, Und was ist das wie dann? gesagt, eine Privatperson darf nur 1 Hektar kaufen. Verstehe. Und ist das dann Ackerland oder ist das dann Das ist Ackerland. gemanagtes Land oder was ist das dann? Ja, das ist Ackerland. Das ist Ackerland. Interessant. Und ja, also ich hatte auch solche Mandanten gehabt, die insgesamt also 6 Personen aus verschiedenen EU-Ländern das Grundstück gekauft haben, weil das war mehr als 5 Hektar groß. Aber die Familie wollte unbedingt das Grundstück haben. Also solche Möglichkeit besteht auch. Also das ist kein Problem. Man muss natürlich EU-Bürger sein, sonst. Verstehe. Also, aber zum Beispiel als Privatperson darf ich auch nur 1 Hektar kaufen, wenn man eine solche Ausbildung, also eine landwirtschaftliche Ausbildung macht, dann ist es erlaubt,
größere Fläche zu kaufen. Aber das ist natürlich, das kann man auch als EU-Bürger diese Ausbildung erwerben. Zurzeit, so viel ich weiß, also aktuell ist diese Möglichkeit besteht nur auf Ungarisch. Also dann muss man zuerst die ungarische Sprache lernen und dann kann man größere Flächen und Grundstücke kaufen. Jetzt, ja, dann, wenn wir vielleicht jetzt noch ein bisschen bei der Region Ungarn an sich bleiben. Das war jetzt schon mal ein interessanter Abstecher in auch Richtung Investitionen. Die Lebenskosten hatten Sie ja schon mal kurz angesprochen. Generell ist also noch niedrig. Wenn jetzt jemand also keine Immobilie kaufen würde, sondern möchte jetzt in einer Mietimmobilie wohnen in Ungarn. Mit welchen Mieten muss er denn da zum Beispiel rechnen, wenn wir jetzt einmal sagen, vielleicht Hauptstadt und dann vielleicht in einer ländlichen Region? Tja, also in der Hauptstadt ist es natürlich ein bisschen teurer, aber ganz durchschnittlich, wenn man eine Wohnung, eine 60, 70 Quadratmeter Wohnung kann man für 500, 600 Euro mieten wie gesagt, in der Hauptstadt, aber in anderen Großstädten von Ungarn ist es natürlich ein bisschen billiger. Für 400 Euro kriegt man eine schöne Wohnung. Ich kann darüber noch sprechen, dass sehr viele Studenten kommen heutzutage nach Ungarn, auch aus deutschsprachigen Regionen. Deshalb steigen ein bisschen auch die Preise der Miete, weil natürlich diese Studenten haben mehr Geld, wenn die aus Westeuropa kommen, und das sieht man auch in den Mietpreisen. Hier in Szeged haben wir auch sehr viele Studenten aus Deutschland, die für 300, 400 Euro, also eine 50 oder 60 Quadratmeter Wohnung bekommen können, mieten können. Hier an der Universität gibt es auch eine deutschsprachige und eine englischsprachigen Unterricht. Also Medizinstudenten kommen hauptsächlich hier nach Szeged und auch nach Budapest. Sehr interessant. Jetzt hatten Sie vorhin schon erwähnt, es gibt mittlerweile Dörfer, in denen mehr Deutsch gesprochen wird als Ungarisch. Bleiben wir trotzdem mal bei der Sprache. Jetzt nehmen wir mal an, ich komme wohin, wo eben nicht mehr Deutsch gesprochen wird als Ungarisch. Also für mich, oder für uns als Deutsche ist die ungarische Sprache doch schon eher ungewöhnlich. Also ich kann mich entsinnen, dass ich zum Beispiel an meinen ersten ungarischen Urlaubsort, an den ich mal gefahren bin, da musste ich eine Weile üben, bis ich Kiskun Maisha aussprechen konnte. Und zum Beispiel, obwohl es ja eigentlich dann, wenn man es einmal gelernt hat, geht's, aber generell, also diese Sprache ist jetzt, fällt einem Deutschen jetzt nicht zu leicht, ne? Wahrscheinlich. Wie kommt man denn generell in Ungarn zurecht, wenn man kein Ungarisch spricht? Sprechen die Ungarn inzwischen alle Englisch zum Beispiel? Leider nicht, das ist sehr schwer. Also ich habe auch mit vielen deutschen Freunden darüber gesprochen, dass es nicht so einfach ist. Also wenn man Ungarisch nicht spricht, dann in der Hauptstadt wird Englisch oder Deutsch schon gesprochen. Also das ist natürlich ein bisschen einfacher, in Budapest zurechtzukommen. Aber in den anderen Städten und Dörfern, dann ist das natürlich schwer. Ja, also jeder beschwert sich, zum Beispiel Polizei oder was ganz international ist, Police und so weiter. Also bei uns heißt das Rendőrség. Also solche internationale Wörter haben wir leider nicht. Entweder lernt man Ungarisch oder findet einen Freund, der auf Ungarisch spricht, weil leider wird ausländisch nicht ganz gut gesprochen. Also ausnahmsweise findet man solche natürlich jüngere Personen, die
auf Englisch oder auf Deutsch sprechen, aber das ist leider ein Nachteil Mhm. hier in Ja. Ungarn, dass unsere Sprache ganz speziell ist und Ausländisch wird nicht so oft gesprochen auf der Straße. Na gut, also, da haben wir jetzt schon eine ganze Reihe Informationen für den einen oder anderen, der vielleicht mit dem Gedanken spielt, nach Ungarn zu kommen. Also wir haben jetzt festgestellt, für EU-Bürger ist relativ einfach, ja, durch die Niederlassungsfreiheit auch dahin zu kommen. Wie ist eigentlich der Prozess jetzt, die Niederlassungserlaubnis oder die Aufenthaltserlaubnis zu beantragen? Gibt's da? Das ist eigentlich ganz einfach. Also sowas braucht man eigentlich nicht mehr. Man muss sich nur anmelden, dass man hier eine Wohnhaft hat und dann ist das ist schon erledigt. Also innerhalb von 1, 2 Stunden kann man das erledigen. Das ist ganz einfach. Und das gilt auch für die Staatsbürger der Schweiz. Also Mhm. Ja, bekommt man dann irgendwie ein Kärtchen oder sowas? ja, So ein eine Art Kärtchen, ja, ID-Karte? genau sowas. Mhm. Und dann ist es schon erledigt. Okay, so. Also, da können wir sozusagen einen Haken machen. Wir haben auch Ja. gesehen, es ist relativ günstig, eine Wohnung zu mieten. Wir haben festgestellt, es wäre auch günstig, vielleicht die Immobilie zu kaufen. Je nachdem, wie dick das Portemonnaie ist, also dann eher vielleicht in der Nähe der Hauptstadt oder in der Hauptstadt oder ansonsten in der ländlichen Region. Sprache haben wir gesehen, ja. Also wer kein Ungarisch lernen möchte, dann doch lieber eher in einer größeren Stadt wahrscheinlich, ne? Oder Ja, idealerweise halt in der Region der Hauptstadt. aber ich hab, einige Mandanten, die sehr schön auf Ungarisch schon Ah, sprechen. Also okay, auch gut. das ist Ja. auch nicht unmöglich zu lernen. Mhm. Wenn man Lust hat, dann kriegt man das hin. Okay, ja. Jetzt trotzdem ganz wichtig die Frage, wie sieht es denn steuerlich aus? Also wie schneidet jetzt Ungarn steuerlich jetzt im Vergleich zu Deutschland, Österreich, Schweiz beispielsweise ab? Also welche Trümpfe kann man da noch ausspielen? Tja, also sollen wir zuerst über Unternehmen sprechen? Ja, also wir reden ja über die Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Ja, genau. Quellensteuer, Mhm, Mehrwertsteuer. Das ist mhm, mhm. sozusagen ja der ganze Blumenstrauß. Ja, genau. Und vielleicht beginnen wir einfach mal mit der Einkommenssteuer. Einkommensteuer ist 15% bei uns und das ist ganz einfach, weil alles, was mit Einkommen zu tun hat, muss 15% Steuer bezahlt werden. Das gilt auch für Krypto, was Sie auch erwähnt haben. Wenn man Gewinn von Krypto hat, dann muss man nur diese 15%igen Steuer bezahlen. Beim Verkauf der Ja, Krypto. genau. Ja. Also Also, Krypto ist erlaubt und wie gesagt, diese 15% Steuer gilt. mhm. Und Auslandseinkommen, wie wird das betrachtet? Ausland, wie meinen Sie Ausland? Ja, ich wohne in Ungarn und habe nicht Einkünfte in Ungarn, sondern generiere Ja, wenn meine man Einkünfte im dann, Ausland. also wenn man die Steuer im Ausland bezahlt, dann also doppelt muss man nicht Steuer bezahlen. Also das wird nicht besteuert. Nein, Auslandseinkommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel Zinserträge aus dem Ausland, ne, beispielsweise. Muss ich die in Ungarn besteuern? Also wird in Ungarn das Welteinkommen besteuert, wenn ich mich zum Beispiel als Deutscher in Ungarn niederlasse? Ja, es kommt darauf an, weil wenn Sie in Deutschland auch Steuer zahlen, dann eben nicht. Wenn Sie in Deutschland keine Steuer zahlen, dann muss man auch diese 15% bezahlen. Also Ja, das Welteinkommensbesteuerung. gilt eigentlich für jedes Einkommen einer Privatperson. Also wenn man Gewinn von Krypto hat, Dividenden, Ausschüttung auch 15% oder solche Zinsen, was Sie auch erwähnt haben. Mhm, okay. Und wenn wir jetzt vom Privatbereich in den Unternehmensbereich gehen, wie sieht es da aus mit der äh, Besteuerung? Dann ist Körperschaftsteuer heißt bei uns Gesellschaftssteuer. Das ist also ganz allgemein für GmbHs und AGs, das ist 9% nach dem Gewinn. Also so viel ich weiß in Europa, das ist ziemlich günstig. Natürlich gibt es spezielle Formen
von Steuerzahlung, aber ich rede jetzt von einem ganz allgemeinen Unternehmen in Form von einer GmbH oder Aktiengesellschaft. Also wenn jemand eine GmbH oder eine AG hier in Ungarn gründen will, dann läuft es ziemlich schnell und man soll zuerst mit 9% Körperschaftssteuer rechnen. Keine weiteren Steuern von Unternehmen. 9%, 9%. Körperschaftssteuer, ähnliche Steuer. Ähnliche, also Körperschaftssteuer ist 9%, ja genau. Mhm. Klingt gut. Es gibt lokale Steuer auch, also aber muss nicht überall bezahlt werden. Also deshalb, das ist schon eine spezielle Art von Steuer. Aber allgemein ist es 2%. Aber wie gesagt, man kann auch solche Städte finden, wo man keine solche lokalen Steuer bezahlen muss. Also mit 9% soll man rechnen. Mhm. Wenn jetzt interessierte Mandanten hier zuhören oder überhaupt generell Zuhörer, Zuschauer sagen, Ungarn, 9% Körperschaftssteuer, niedrige Kosten also Lebenskosten, klingt interessant. Dann kommen natürlich immer zwei ganz wichtige Fragen sofort auf. Und zwar das eine ist, wenn ich ein Unternehmen gründe in Ungarn, was finde ich denn für eine Infrastruktur vor? Also jetzt ich als Unternehmen, ich brauche ja zum Beispiel, also wir jetzt zum Beispiel brauchen unbedingt eine hervorragende Internetanbindung. Das wäre zum Beispiel ein Punkt. Aber es gibt auch andere Infrastrukturen, die natürlich für Business sehr wichtig sind. Und Mitarbeiter. Ja. Wir haben jetzt vor einiger Zeit beispielsweise einen Podcast über Tschechien gemacht und da haben wir gesehen, Tschechien ist auch nicht schlecht, ist ja auch sehr nah an Deutschland, aber falls ich ein Unternehmen gründen würde, würde ich da keine Mitarbeiter finden, höchstwahrscheinlich. So, deswegen die beiden Fragen vielleicht mal an Sie. Also ich gründe ein Unternehmen in Ungarn. Übrigens trifft das ja auch auf mich zu, wenn ich mich vielleicht als Selbstständiger nur niederlassen wollte in Ungarn. Ich brauche hervorragende Infrastruktur, Telefon, Internet, Straßenanbindung und so weiter und so fort. Und Mitarbeiter. Was können Sie dazu sagen? Ja. Ja, natürlich die erste Frage, wo man sich das vorstellt, wo man ein Unternehmen gründen will. Kurz über Ungarn, also Budapest ist unsere Hauptstadt und dort wohnen 20% der Bevölkerung. Also dort gibt es mehr als 2 Millionen Personen. Also natürlich sind die Kosten ein bisschen mehr, wenn man ein Unternehmen in Budapest gründen will. Aber ich würde mal sagen, dass Arbeitskraft kann man schon finden. Also es gibt da mehr als 2 Millionen Personen. Ich würde mal sagen, das ist nicht unmöglich. Natürlich solche Sachen, was Sie erwähnt haben, Internet, Telefon, das gibt alles. Also Budapest ist eine sehr große und moderne Stadt. Ich denke, dort findet man alles, was man will. Es gibt Bürohäuser, wenn man nur ein kleines Büro dort mieten möchte. Man kann auch größere Büros, auch eventuell Wohnungen mieten als Büro, als Sitz der Firma zu benutzen. Also dort findet man alles. Wenn man in einer anderen Großstadt, ja, im ungarischen Verhältnis nenne ich das nur Großstädte, so wie zum Beispiel Szeged und dann Debrecen, Pécs, die Einwohnerzahl ist zwischen 150 und 300.000 Personen. Also die sind eigentlich kleinere Städte. Dort ist es natürlich ein bisschen komplizierter, Arbeitskräfte zu finden. Zum Beispiel hier in Szeged gibt es heutzutage sehr viele IT-Firmen. Das höre ich, dass es fast unmöglich ist, Arbeitskraft zu finden. Aber ich denke, das ist überall so, nicht nur hier bei uns, sondern IT ist sowieso heutzutage sehr berühmt. Und deshalb ist es sehr schwer, Arbeitskräfte zu finden. Aber ich würde mal sagen, dass es nicht unmöglich ist. Jetzt wenn wir über die Unternehmensgründung nochmal sprechen, also wenn wir jetzt zum Beispiel von Mandanten in
in Großbritannien Unternehmen gründen, dann funktioniert das alles online über Webinterfaces, über die Behördenseiten und ist innerhalb von Stunden bis 2 Tagen eigentlich erledigt. Wie kann man sich solche Vorgänge in Ungarn vorstellen? Das ist bei uns auch sehr ähnlich. Also innerhalb von 24 Stunden ist es möglich, eine GmbH zu gründen, wenn alle Informationen zur Verfügung stehen und wir die Dokumente vorbereiten können, dann dauert es sehr schnell die Unterzeichnung. Das kann, wie Sie das gesagt haben, das kann online erledigt werden. Der Geschäftsführer sollte nachher, also wenn die GmbH schon fertig ist und gegründet ist, dann müsste der Geschäftsführer einmal mindestens nach Ungarn kommen, weil ein Bankkonto soll innerhalb von 8 Tagen eröffnet werden. Das kann man, so viel ich weiß, aktuell nur persönlich erledigen. Aber das hat mit den Banken zu tun. Also vielleicht gibt es schon eine Bank, wo es möglich ist, online ein Konto zu öffnen. Aber aktuell ist es so, dass man persönlich erscheinen muss. Mhm. Haben Sie eigentlich auch Mandanten, die Sie vielleicht beraten, die wegen der günstigen Steuersituation vielleicht selbst gar nicht in Ungarn ansässig sind, wohnen, aber ein Unternehmen in Ungarn gründen? Wegen der niedrigen Ja, also Körperschaftssteuer? wir haben, also den ganz genauen Grund weiß ich nicht, warum die Unternehmen in Ungarn gegründet haben, aber ich kenne sehr viele Mandanten, die in den letzten Jahren GmbHs oder AG hier in Ungarn gegründet haben. Also wie gesagt, ich denke, es ist nicht so kompliziert, Arbeitskräfte zu finden. Und das ist auch eigentlich günstig. Bei uns ist aktuell der Mindestlohn um die 600 Euro. Also brutto 600 Euro, 600 oder 700 Euro. Also das ist auch ziemlich günstig. Natürlich, wenn man einen qualifizierten Arbeitskraft sucht, dann ist es natürlich ein bisschen teurer. Aber ich würde mal sagen, zwischen 1.000 oder 2.000 Euro ist schon ein gutes Gehalt. Natürlich nicht für eine für Führungskraft, aber der Durchschnittsgehalt in Ungarn ist um die 1.200, 300 Euro. Mhm. Gibt es jetzt, Sie hatten es schon ein paar Mal mit anklingen lassen, aber gibt es jetzt zum Beispiel für bestimmte Branchen, wo Sie feststellen, dass Sie jetzt besonders viel Unternehmen vielleicht in Ungarn ansiedeln, weil Ungarn da besonders günstig ist? Gibt es vielleicht auch von Seiten der Regierung spezielle Förderprogramme für bestimmte Branchen? Wir hatten vor einiger Zeit zum Beispiel in einem Podcast auch mit einem Kollegen über Andorra gesprochen, wo es zum Beispiel jetzt speziell für Softwarebranche, also ein Unternehmen, das Software entwickelt, jetzt ganz besondere Anreize gibt, eine besonders niedrige Körperschaftssteuer beispielsweise. Oder wir hatten jetzt vor kurzem mit einem Kollegen aus Kiew gesprochen, wo man auch wieder sagt, also wir suchen mutige Unternehmer für die Zeit, wenn der Krieg endlich vorbei ist. Und auch dort werden jetzt schon Anreize geschaffen, zum Beispiel im Bereich Digitalisierung, im Fintech-Bereich, im Kryptobereich, wo man also ganz speziell mit ganz speziellen Steuererleichterungen oder auch anderen Vergünstigungen Unternehmer versucht ins Land zu ziehen. Gibt es da auch in Ungarn ähnliche Programme? Also solche Programme kenne ich nicht. Ich gehe davon aus, wenn Unternehmen hier gegründet wird, dann ist fast der wichtigste Grund, dass die Arbeitskräfte hier ein bisschen billiger sind als in Westeuropa. Ja, Autofirmen, ja, Mercedes, BMW, Suzuki und so weiter kommen. Audi ist auch in Győr. Also solche Unternehmen kommen nach Ungarn
es kann sein, dass auch Unterstützung von der Regierung erhalten, aber die Arbeitskräfte sind hier günstig. Gibt es noch vielleicht nur noch eine Frage, die auch mitunter von unseren Mandanten gestellt wird, wenn sie sich für ein bestimmtes Land interessieren, in das sie auswandern möchten, ist das Thema Schulbildung. Also jetzt kommt eine Familie nach Ungarn und hat ein oder mehrere schulpflichtige Kinder. In Deutschland ist es ja so, dass es eine Gebäudeanwesenheitspflicht gibt. Das heißt, das Kind, egal ob es jetzt zum Beispiel die Sprache versteht oder nicht, in dem Moment, wenn das Kind da an der Gemeinde wohnt und angemeldet ist, muss es in das nächstliegende Schulgebäude und muss da sitzen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite natürlich viele Eltern, die andere interessante Schulkonzepte für ihre Kinder interessant finden, zum Beispiel Homeschooling oder Online-Schule. Und da die Frage, wie ist das im Gesetz geregelt? Das heißt, gibt es in Ungarn eine Schulpflicht? Ja, natürlich ist das auch so wie in Deutschland. Also man muss dort sein, dort persönlich erscheinen. Es gibt bei uns, also ich würde mal sagen, unser Schulsystem, die Schulbildung ist ziemlich gut. Wir haben solche Mandanten, die auch mit Kindern hier in Ungarn leben. Hauptsächlich gibt es Privatschulen, wo nicht auf Ungarisch unterrichtet wird. Also es gibt solche auch Kindergarten, Grundschule, wo man auf Englisch lernen kann, aber das wird vom Staat nicht bezahlt. Das muss privat von der Familie erstattet werden. Also die Kosten solcher Privatschulen. Okay. Was ich schon erwähnt habe, die Universitäten bieten Unterricht in Fremdsprache an. Das findet man, ich denke, schon in mehreren Städten im Land. Also solche Möglichkeiten. Bei uns hier in Szeged gibt es sehr viele Medizinstudenten, Zahnarztstudenten oder auch im Sozialwesen gibt es Unterricht auf Deutsch und auf Englisch. Natürlich in der Hauptstadt in Budapest gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, in Pécs auch. Also und das hier trifft man viele ausländische Studenten auf den Straßen. Also in den letzten Jahren ist die Zahl echt sehr schön gewachsen. Wir freuen uns sehr, dass so viele Studenten auch aus Deutschland hier bei uns sind. Und ich denke, die Studenten fühlen sich auch sehr gut bei uns. Okay, unsere Zeit ist ohnehin auch jetzt fast zu Ende. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Ich habe noch 3 Fragen zum Schluss. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja. Wenn jemand einmal nach Ungarn kommt, was muss er unbedingt gesehen haben? Ich denke auf jeden Fall Budapest. Szeged ist auch wunderschön. Und ja, Plattensee, ich denke, Plattensee, Balaton können die deutschsprachigen Personen kennen Balaton gut. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ein Geheimtipp neben dem gibt es nicht noch irgendwo? Geheimtipp, doch, es gibt viele Geheimtipps. Also zum Beispiel, es gibt sehr schöne Weinregionen hier in Ungarn, neben Pécs, Villány, Eger. Das kann ich gut empfehlen. Okay. Ich denke, im Ausland ist es nicht ganz bekannt, dass in Ungarn gibt es sehr, sehr gute Weine. Aber ich kann das empfehlen, solche Weinregionen zu besichtigen. Ja, also ich bin ja in Ostdeutschland groß geworden und da gab es regelmäßig bei uns ungarische Weine. Deswegen, ich denke, mindestens für alle Ostdeutschen ist das gut bekannt, dass Ungarn auch gute Weine zustande bringt. Gut,
Zweite Frage. Welches Gericht, Nationalgericht im Restaurant, sollte man unbedingt gegessen haben, probiert haben? Ich würde mal sagen Fischsuppe und Gulasch. Segediner wahrscheinlich. Segediner Gulasch, aber ich denke, das heißt nur in Deutschland Segediner Gulasch. Bei uns heißt es nur Gulasch. Ja, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. In meiner Heimatstadt gab es ein Restaurant, das hieß Szeged. Szeged. Ja, es gab natürlich Segediner Gulasch. Segediner Gulasch, also das esse ich auch immer in Deutschland, aber ich denke, hier in Ungarn ist es ein bisschen besser. Ja. Dann in Ungarn. Welchen Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Mit Alkohol darf man nicht fahren. Zero-Toleranz. Das soll man vermeiden. Sonst, wenn man hier ist, soll das Leben genießen. Okay, klasse. Dann letzte Frage. Interessierte Zuhörer, Zuschauer, Mandanten, wie kann man sie am besten erreichen? Auf unserer Webseite, das ist ungarischerrechtsanwalt.de oder hungary-lawyer.com. Dort können Sie E-Mail schreiben und auf unserer Webseite findet man auch unsere Telefonnummer. Also wir sind erreichbar, wir stehen Ihnen zur Verfügung und helfen, wenn wir helfen können. Hervorragend. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Dr. Waldmann, hat mir viel Freude gemacht und wir blenden dann auch Ihre Daten, wie man sie erreichen kann, natürlich auch. Okay, danke schön. Und ja. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.